Hallo Leute und willkommen zurück hier bei LA Noire. Die lustige alte Dame vom letzten Mal ist gar nicht mehr da. Schade. Ich habe gehofft, die erzählt uns noch ein bisschen was über ihren Kirschkäsekuchen, war das, glaube ich. Oh, das ist ja ganz nett hier. Das ist ja echt mal ganz nett hier. LAPD. We have some questions. Hi, regarding... Mickey. How's it hanging? Fine. Just fine, Roy. I see you brought Eager Beaver along. Hope he's not going to put the shakes on me again. Cole Phelps, Mickey Cohen. Good afternoon. He has manners. Aren't you a little green for this kid? Meet Johnny Stompanato, Cole. He has the biggest schlong in Hollywood and the smallest gun. Or maybe that's the other way around. I can never quite remember. You're a funny guy, Roy. Haven't I always said what a funny guy Roy is? And how much fun it would be to get together with him sometime. Poor Johnny. He's the dark, sensitive type. He's a serviceman too, Cole. Johnny was at Okinawa. You were in the crotch? 6th Marines. The lieutenant who won the Silver Star up on Sugarloaf. I've heard of you. Something like that. All right, have we finished flirting? You got something to discuss, Roy? Or are you going to stand around beating the meat while my lunch gets cold? We have some questions. Do I need my lawyer? Nein, du brauchst keinen Anwalt. Finkelsteins Drogenring. Your brother-in-law, Lenny Finkelstein, was selling stolen morphine. He had 1/3 of the shipment. Old news, kid. I don't know anything about what Lenny was up to. Nun, nein. Ich werde mal eben schauen, haben wir irgendeinen Beweis? Nein, nicht wirklich. Okay, dann zweifle ich das mal an. So I'm supposed to believe that you don't know what happened to the rest of the shipment? Lenny, God rest his soul, was a moron. He was family, though, and I haven't made a beef about that, so count yourself lucky, kid. The H is a filthy habit, and I don't condone it. The simple solution would be to have all the dope fiends put down. So you don't know where he got the morphine? Kid, ask a question you might get an answer to. Boah, ätzender Typ. We believe there's a link between a group of Marines and the morphine stolen from the SS Coolidge. One of those Marines was shot to death in a club last night. I wouldn't know anything about that. Der weiß 100 Pro irgendwas. Ja, klar. Gut, auch dafür haben wir keinen Beweis. Ich zweifle das nochmal an. You haven't Ja. heard anything about what happened at the 111 Club? What can I say, kid? I'm shocked that in the land of opportunity, Uncle Sam's finest feel the need to resort to crime. It's a dangerous business. I can attest to that. I'd recommend they get out of the life. Quickly. A few Negroes saying goodbye on the sidewalk will never make the papers, Mickey. But we had a judge in Pasadena say adios the other day. Prominent white people popping their clogs makes everyone nervous. You know dope has never been my thing, Roy. It's always been for schmendricks like Jack D. and Jimmy Utley. But I'll ask around and I'll get back to you. Hey, you boys want some lunch? How about a drink? We'll take a rain check on that. Come on, Cole, we're leaving. We have to cut that dope. It looks bad with people dying. We have to get the rest of it. There's no way of watering down the stuff in those little packages. You have to put the squeeze on those guys and get the rest of it. They don't seem the type to frighten that easy. We'll see. Hollywood-Revier, 12 going Uhr. on? That fucking rat Stoker has gone public about Brenda. Who is Brenda? Brenda is LA's most famous madam. And everyone knows it? Of course everyone knows. Brenda pays her way. Are we cops or a collection agency? Whores have been around since the Bible. Our job is to keep it off the street so Joe Citizen and his wife can stroll around unmolested. Then we should change the law. Are you out of your mind? Every politician in America is against prostitution, except when they're using them. So where does Stoker come in? He objects to the LAPD and the administration taking its cut. Is everyone in on this? Yeah, and that's the problem. From a little acorn does a large tree grow. He could bring the whole thing crashing down on us. Aren't you supposed to be working Sir, do you know which robbery detectives are working the Army surplus theft from the Coolidge? Caldwell and McManus? I saw Caldwell in the squad room not long ago if you want to speak to him. Thank you, sir. We'll do that. This way. Okay. Canary says he'll sing, but only if I guarantee he'll walk. Im Teamraum. Ach, hier. Sind wir schon da? Harry, you got a minute? Sure, Cole, anytime.
You've been working the docks robbery on the SS Coolidge? Yeah, that's right. So how do you see it? Inside job. Either the guys working the wharves or some of the guys on the ship. What else was taken apart from the morphine? Case of BARs, case of Thompsons, crate of Valor smokes. Homicide just recovered 3 BARs and a mountain of cigarettes at a shooting at the 111 Club. No kidding. I better get over there. Do you have a copy of the manifest? Yeah. Here it is. I say we bust So, in there how do we and find connect the the docks goddamn robbery evidence. to the mess at the 111 Club? Nun, also thinking of moving up Michael 445. Driscoll, David Hendricks, Albert Reading, Jack Kelso, was? Sheldon Courtney, okay. Moment mal, eben kurz weiter gucken, was wir hier noch so für Namen haben. Ach so, da sind gar keine mehr. Zigarettenstangen. Und da ist das Morphium. Nein, hier oben ist das Morphium, genau. Und was ist das hier für eine Nummer? Ach so, das sind die Waffen, alles klar. Und das hier sind dann auch die Waffen. Was passiert, wenn ich da drauf tippe? Nichts. Und was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Courtney Sheldon auswähle? Auch nichts. I want to make homicide. Machen wir das You mal know you so. made it if you can get that guy. This is the crate we recovered. Okay, die Kiste. Nein, das hier oben, das Morphium. Now, Bum Half a took million swipe at me, cigarettes put 'em loose down on the in my streets of saddle. LA. Okay, und natürlich die Waffen. Here's our backroom arsenal from the 111 Club. Enough to arm 3 companies. Some of these guys are from my old unit. They must have finally shipped home. Kelso, Sheldon, McGoldrick. McGoldrick was on the boat? Sure, we checked him out. McGoldrick bought the 111 Club, Harry. His brains are all over the bar. Looks like whoever stole the dope is getting muscled. By whom? Dragner or Cohen. They control the hop. Detectives, KGPL's going crazy. Shots fired at 1384 North Bronson. Some guy with an automatic spraying a Hollywood bus. They want every car. Go! Okay, alle Fahrzeuge, dann muss das ja was Großes sein, zur Busschießerei begeben. Okay. Ja, wahrscheinlich sagen die alle Fahrzeuge und nachher sind nur wir da. So wie es immer ist. Und ich lasse natürlich den Roy fahren. Need a drink. I got the jitters again. So, ab ins Auto mit dir, Roy. You're behind the wheel. Busschießerei. Schauplatz der Hollywood-Busschießerei. Na, Roy, wird es heute noch was oder eher nicht so? Ah. All units, officers need help at 1384 North Bronson. 1384 North Bronson, shots fired. Any units to handle identified. Code 3. Busschießerei, 12:06 Uhr. Was für ein guter Ort. Busschießerei. Ach du Jemine. Wie sollen wir den denn bitte? Oh! Wow. Das ging schnell. Krass, wie sollen wir den denn am besten kriegen? Oder müssen wir vielleicht das Gebäude stürmen? Und toll, Roy versteckt sich dahinter. Geh mal weg. Danke. Wo rennt er jetzt hin? Rennt er dahinter? Ja, er ist auf dem Dach des... Ah, jetzt lädt er gerade nach. Das habe ich auch kapiert, dass er da auf dem Dach ist. Ich versuche mal, Roy hinterher zu gehen. Wow. Steht der nur ein bisschen im Weg hier. Eben kurz regenerieren. Roy, möchtest du nicht mal woanders hin? Give me some goddamn cover. Nee, von hier sehe ich ihn gar nicht. Also das Gebäude stürmen ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Obwohl, man kann es ja mal... Und immer versuchen, wie nah wir rankommen. Irgendwo rein? Ja, schade. Kommen wir hier hinten irgendwo rum? Nein, auch nicht. Okay.
Doch, mal eben hier hinter. Dann würde ich gern wieder dort in die Mitte. Roy, was tust du? Wow, 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 wow. Ich muss auf den Moment warten, in dem er nachlädt. Jetzt. Ah! Mist. Dann natürlich noch mit dem Fadenkreuz drauf. Oh Mann! Kann ich mal woanders hinschießen, bitte? Okay, den Hut haben wir schon mal weggeschossen. Ja, jetzt bin ich komplett drauf. Boah, der muss ja nicht mal tot sein. Was sagst du, Cole? Es ist so laut. Weiter nach rechts. Hey, der geht nicht drauf. Ich habe auch nicht drauf geachtet, was der Roy vorhin gesagt hat. Shit. Menno. Was hat der Roy denn gerade gesagt? Irgendwas hat er gesagt. Ich glaube, er hat nur gesagt, wir müssen Deckung suchen, oder? Ich probiere es jetzt mal von hier. Ich muss halt nur das erste Mal nachladen, dazu nutzen. Genau, mit dem Cursor einigermaßen drauf zu sein. Waffe bekommen oder so? Kurz warten. Ah, shit! Geht's noch? Warum geht der nicht drauf? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Alle ballern auf den und irgendwie bringt's nichts. Ja, jetzt bin ich wieder nicht drauf. Ey, was? Ey, ich baller dem 100-mal in den Kopf, das sieht man doch. Wie soll ich das machen? Er sagt ja nur, bleibt in Deckung. Ja, wie viel der abgefeuert hat, ist mir egal. Ja, ich hab ihn wohl gesehen, Leute. Ey, das gibt es doch nicht. Was muss ich denn da bitte machen? Ich treffe den die ganze Zeit. Ich schieße den mega in den Kopf. Nein. Ich will das nicht überspringen. Ich weiß nur nicht so wirklich, was ich machen soll. Ich will jetzt hinter den Baum. Nee, steh mal bitte auf. Ja, super. Von hier habe ich ja noch geringere Chancen. Der lebt doch noch. Ich baller die ganze Zeit auf den. Was? Von hier sehe ich ihn ja nicht. Habt ihr nicht mal eine andere Waffe für mich? Oder habe ich noch eine andere? Nee, ich denke nicht. Also wenn ich das jetzt nicht schaffe, ganz ehrlich, dann verspringt das. Was ist denn für ein Mist? Moment mal, Outfit-Statistik. Habe ich irgendwo eine... Wow, runter. Habe ich irgendwo eine andere... Wow, nein. Habe ich nicht. Ich
kann das doch normalerweise auf dem Steuerkreuz auswählen, aber ich habe keine andere Waffe. Ey, ist das ein Mist? Ey, ich habe den 10-mal getroffen, 100-mal. Nein, jetzt möchte ich das gerne überspringen. Jetzt geht es nicht mehr, oder wie? Die Actionsequenz überspringen und mit der Untersuchung fortfahren. Das hat keine Auswirkungen. Das Überspringen kann... Ja, sorry, ich hätte es jetzt gerne gemacht, aber irgendwann reicht's. Sag mir nicht, man hätte vermutlich doch einfach ums Gebäude rumgehen können. Ich werde auf jeden Fall nach der Aufnahme mal in ein anderes Video reinschauen, gucken, wie das da so gemacht wurde. So, erstmal schnappe ich mir jetzt die Waffe, wenn es geht. Der Typ ist mir egal. Achso, ich kann sie nur untersuchen. Ja, auch gut. It's one of the BARs. Na, sieh mal eine an. Die hätte ich gerade auch gerne gehabt. Okay. So, fangen wir mal mit dem Gesicht an. Nichts Auffälliges. Vermutlich hat er wieder was in seinen Innentaschen. Nein, hier nicht. Aber hier... Alvaro Route 217, Hollywood und Sunset zwischen 12 und 14 Uhr. Notizbuch des Scharfschützen. Phone number and restaurant table. Na, sieh an. Okay, an den Armen vielleicht irgendwas Auffälliges, wobei vermutlich nicht. Nein, kannst du wieder hinlegen. Und den anderen können wir uns... Moment, können wir uns gar nicht anschauen. Doch. Aber auch hier nichts Auffälliges. Okay. I know that guy. Felix Alvaro. He's one of the guys from the ship? His name was on the manifest. Looks like McGoldrick wasn't the only one to get a message. Hey, Alvaro. Hey, Lieutenant. He's just a plain detective now, Chico. Who's the jughead? This is my partner, Roy Earl. We just want to find out what happened. What happened is that someone took a shot at my bus. And then cops turned up and start treating me like I'm some sort of Pachuco punk. My people have been in California for over 300 years. Very fucking admirable, Felix. Wissen über Coolidge-Raub. You hear anything about the big heist on the Coolidge? Yeah, I heard about it. So what happened? Not much. The cops came and interviewed me and all the other guys on the ship. Ich weiß nicht, er guckt ihn... Nee, er guckt ihn zwar an, aber er bewegt sich trotzdem so merkwürdig. Ich würde fast sagen, Schiffspapiere, Notizbuch des Scharfschützen. Ich würde fast sagen, wir zweifeln das an. I was down at the 111 Club this morning, waiting for the medical examiner to scrape Eddie McGoldrick's brains off the bar. You want to tell me anything about that? I heard that Eddie came into some money. Too bad he didn't keep a low profile. It was a tough break to get through Okinawa and then have to buy it back home. Who's shooting at you, Felix? How the fuck do I know? Naja, auf jeden Fall verheimlicht er uns was. Coolidge-Raub. Raub von... Nee, wer schießt auf dich? Ergibt keinen Sinn. Fracht- und Passagierliste, Notizbuch. Was stehen da? Steht da? Da steht doch sein Name. Mit Details zum Anschlag. Ja, natürlich. The dead guy on the roof works for Mickey Cohen. Why would Cohen want you dead? Man, I don't know anything about Mickey Cohen or any of those gangsters. Ja, lüg mich nicht an. Your name was in the sniper's notebook. Level with me, Felix. Cohen thinks because we were on the boat, we have the morphine. Courtney's meeting those guys to sort it out. Courtney Sheldon? Yeah. You remember Sheldon, don't you, Cole?
We'll be in touch, Felix. Okay. You heard that Jack is in L.A.? I saw his name on the manifest. He's been here a couple of months. Sure glad to see you got over your wound, Lieutenant. I mean, Detective. Kelso und Pretty cool der customer. Courtney, He's been under Sheldon fire Courtney. before. Courtney Sheldon, Buying a Sheldon Courtney. story? Not for a minute. So, ich überlege gerade, wir können hier zu einem Polizeimelder. Das werde ich direkt mal tun. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Jack Kelso. Just a second. Jack Kelso, apartment 4, 1408 North El Centro Avenue, Hollywood. Thanks for your help. Vielen Dank. So, das ärgert mich immer noch maßlos hier mit der blöden Schießerei. Vielleicht, ja doch, eigentlich habe ich ja schon getroffen, aber vielleicht nicht so richtig, wer You know the weiß. way. You can drive. So, Roy, ab geht's zu Jack Fine. Kelso. Where are we headed? How well did you know the owner? Goldrick? Well enough. He was in my unit. That's some cruel irony. You survive the war, then get blown to pieces back home. It happens more than you'd think. Young guys trying to adjust to normal life, getting mixed up in the wrong crowds. The kid had just bought a nightclub. I'd say he got mixed up in the right crowds. Until someone filled him full of holes. You don't come into that kind of money that quickly without pissing a few people off.